Wusstest du, dass viele Deutschlernende das Wort Kummerspeck für echtes Fleisch halten? Total verrückt, oder? Eigentlich meint es das Extragewicht, wenn man aus Frust zu viel isst. Ja, und noch besser, viele lieben verschlimmbessern, aber nutzen es dann falsch. Das heißt ja, man will etwas besser machen und macht es am Ende schlimmer. Herrlich, aber auch fies. Und noch so ein Ding. Manche sagen fröhlich Alter. Zu Lehrern. Das kann echt schiefgehen, weil das ist eher, Kumpelsprache. Okay, hallo zusammen und schön, dass ihr da seid. Wir sind Julia und Tim, und heute sammeln wir die lustigsten deutschen Wörter und Redewendungen. Aber wir sagen auch, wie ihr sie wirklich richtig nutzt, damit es nicht peinlich wird. Genau, macht euch gemütlich, nehmt euch einen Kaffee. Wir reden locker, aber mit vielen Beispielen, damit ihr das sofort nachsprechen könnt. Und ja, wir lachen heute viel, versprochen. Starten wir mit einem Miniset, ja? Kummerspeck, Schnapsidee und Kuddelmuddel. Die klingen schon witzig, aber sie sind super praktisch im Alltag. Kurz erklären. Kummerspeck ist das Extragewicht durch Frustessen. Schnapsidee ist eine total verrückte Idee, oft spätabends. Und Kuddelmuddel ist einfach ein großes Durcheinander, so ein Chaos. Lass uns das direkt spielen, so ein kleines Rollenspiel. Stell dir vor, wir sitzen in der Küche nach einer Party. Ich fang mal an. Alles klar, ich bin bereit. Los geht's. Boah, Tim, die Küche ist ein einziges Kuddelmuddel. Überall Becher, und ich hab schon wieder Lust auf Pizza. Oje, mehr Kummerspeck. Ach, Pizza um 2 Uhr nachts ist doch immer eine Schnapsidee. Warte, ich helfe dir erstmal, dann essen wir vielleicht lieber einen Apfel. Das war simpel, oder? Und ihr hört direkt, wie man die Wörter einfach in Gespräche setzt, ohne großen Stress. Total. Und noch eins, das ich liebe, Ohrwurm. Das ist, wenn ein Lied die ganze Zeit im Kopf bleibt. Ich hab oft einen Ohrwurm von älteren Hits, und ja, das nervt und ist auch lustig. Oh, und Fremdschämen. Wenn dir etwas peinlich ist, aber eigentlich macht es eine andere Person. Ich hatte das neulich in der Bahn, als jemand sehr laut ein Slogan sagte und es komplett falsch aussprach. Meinst du sowas wie Vorsprung durch Technik? Das hört man oft, und viele sprechen es echt komisch aus. Am besten langsam, Vorsprung durch Technik, mit einem klaren CH in Technik, nicht wie SCH. Genau. Und apropos Fehler, ich hab mal gehört, wie jemand im Supermarkt sagte, er will Brot, aber gesliced. Er meinte in Scheiben geschnitten. Da waren alle kurz verwirrt, und dann haben wir gelacht und geholfen. Ja, also echt wichtig, Direktübersetzungen klappen nicht immer. Sagt einfach in Scheiben oder geschnitten, das ist total normal. Und keiner schaut komisch. Kurzer Tipp zur Aussprache, bevor wir weitermachen. Bei lustigen Wörtern hilft Klatschen. Wer schlimm bissern, 4 Teile, dann kommt der Rhythmus. Klingt doof, hilft aber wirklich. Oh, ich hab noch eine kleine Story. In der Schweiz sagen viele, gehen wir in den Ausgang? Das heißt dort so viel wie ausgehen. In Deutschland verstehen das manche nicht sofort und denken, welchen Ausgang? Stimmt, das ist ein netter Kulturschock. Und genau darum sind Wörter so spannend, sie sind lustig, aber auch regional. Also ruhig nachfragen, freundlich lächeln, und ja, einmal mehr lachen. Bevor wir weiterziehen, machen wir noch ein Mini-Rollenspiel in einem Café, okay? Ich bestelle, du hast einen Ohrwurm- und Fremdscham-Moment. Los! Alles klar. Hey Tim, ich hab so einen Ohrwurm, ich summe die ganze Zeit, aber der Barista singt dazu.
und ich hab voll Fremdschämen. Können wir einfach leise bestellen? Ja, hallo, 2 Cappuccino bitte. Und, Playlist vielleicht ein bisschen leiser, ich krieg den Ohrwurm nicht los. Danke. So, Julia, Jared Ted. Perfekt. Ihr seht, solche Wörter machen kleine Szenen sofort lebendig. Und ihr klingt gleich natürlicher, wenn ihr sie benutzt. Noch ein Klassiker. Schnapsidee ist oft zusammen mit Quatsch. Also, das ist doch Quatsch, diese Schnapsidee. Netter, aber klarer Sound. Und Humor, ja, kleiner Hinweis. Manche machen Witze mit alten Namen wie Günther oder Marianne, so als Kategorie. Ich würde da vorsichtig sein, denn Humor soll verbinden, nicht ausgrenzen. Guter Punkt. Sprache kann leicht verletzen, auch wenn wir lachen wollen. Also lieber über Situationen lachen, nicht über Personen. So, kurzer Zwischencheck, seid ihr wach? Tim, Mini-Quiz. Was bedeutet verschlimmbessern nochmal? Und wie würdest du Schnapsidee in einem Satz benutzen? Okay, verschlimmbessern heißt, man versucht etwas zu verbessern, macht es aber schlimmer. Und Schnapsidee benutze ich so, um 3 Uhr morgens noch Möbel aufbauen? Total die Schnapsidee. Bestanden. Und ihr da draußen, habt ihr's auch gewusst? Wenn nicht, kurz zurückspulen und nochmal hören, das hilft. Gehen wir weiter mit spaßigen Wörtern. Ich mag Kuddelmuddel und Tohuwabohu, die heißen beide sowas wie Chaos. Tohuwabohu klingt wie ein kleines Feuerwerk im Mund, findest du nicht? Total. Dann gibt es noch Fingerspitzengefühl. Das ist eigentlich nicht lustig, aber schön, es heißt, man hat ein feines Gefühl für Situationen. Also man ist sensibel, höflich, diplomatisch. Und jetzt was echt Süßes, Drachenfutter. Das sind kleine Geschenke nach einem Streit, oft Schokolade oder Blumen. Man bringt das, um die Stimmung zu retten. Oh, das nutze ich gern als Witz, ich bring dir mal Drachenfutter, wenn ich zu spät bin. Schon ist die Stimmung halb gerettet. Kleiner Humor, große Wirkung. Dann haben wir noch sturmfrei. Das heißt, niemand ist zu Hause und man hat die Wohnung für sich. Viele sagen das, wenn die Eltern weg sind und man kann, laut Musik hören. Feierabend ist auch schön. Das ist der Moment, wenn die Arbeit vorbei ist. Und ein Feierabendbier ist dann das Getränk danach, klar, das muss kein Bier sein, kann auch ein Saft sein. Weltschmerz und Fernweh klingen tief, aber sind starke Bilder. Weltschmerz ist so ein trauriges Gefühl wegen der Welt, und Fernweh ist das starke Verlangen, zu reisen. Beides sehr deutsch, aber echt nützlich. Und dann noch verschlimmbessern, das hatten wir, und verschlafen passt auch gut dazu, weil's ähnlich klingt. Aber verschlafen ist einfach zu lange schlafen. Das ist, ja, mein Spezialgebiet. Haha, same here. Übrigens, das Wort Alter ist tricky. Unter Freunden ist das locker, wie hey, du. Aber bei Chefin oder Lehrer lieber nicht, sonst wird es schnell unhöflich. Lass uns das kurz vorspielen, so ein Mini-Dialog, ja? Erst passend, dann unpassend, damit man den Unterschied hört. Okay, passend. Alter, das Konzert gestern war mega, ich hab immer noch einen Ohrwurm. Unpassend. Alter, könnten Sie mir bitte die Präsentation schicken? Nope, bitte nicht so sagen. Genau. Besser formell, Entschuldigung, könnten Sie mir bitte die Präsentation schicken? Das ist höflich und sicher, egal wo du bist. Noch ein Stolperstein aus dem echten Leben. Eine Hörerin schrieb, sie sagte mal, gehen wir in den Ausgang zu Freunden in Berlin. Alle so, hä? Aber dann gab es einen netten Moment und viel Lachen. Also keine Angst vor Fehlern.
Ja, Fehler sind super Lehrer. Lacht mit, erklärt kurz und macht weiter. So lernt man locker und schnell. Kleine Aussprachehilfe für CH, weil viele stolpern bei Technik. Nach einem I oder E ist das weiche CH, wie innig. Nach A, O, U ist es hart, wie in Buch. Technik hat das weiche CH, also nicht SCH. Und wenn ein Wort lang ist, macht kleine Pausen. Zum Beispiel Kummerspeck oder sturmfrei. Das entspannt die Zunge, echt jetzt. Ach, und Register. Manche sagen geil für super. Unter Freunden ist das okay. In einem Bewerbungsgespräch aber besser super oder toll, sonst wirkt es zu locker. Und Humor mit Namen, da komme ich noch mal kurz zurück. Wenn man typische Namen als Witz nutzt, kann das für manche doof klingen. Besser ist, über Situationen zu lachen, zum Beispiel über das Kuddelmuddel nach der Party. Stimmt. Und noch eine Sache aus einer Diskussion. Viele Studiengänge sind auf Englisch. Das ist praktisch. Aber manche sagen, dann lernen Leute weniger Deutsch. Ich sag, nutzt die Chance, aber sprecht im Alltag trotzdem Deutsch. Zum Beispiel mit diesen Wörtern hier. Schön gesagt. Ihr könnt euch kleine Ziele setzen. Heute benutze ich Schnapsidee einmal richtig. Morgen probiere ich Drachenfutter in einem Satz. So bleibt es leicht und spielerisch. Oh, Musiktipp, der echt hilft. Verbindet Wörter mit Songs. Macht euch eine Mini-Melodie für Verschlimmbessern oder Kummerspeck. Singt das 3-mal und zack, ihr vergesst es nie. Hey, lass uns kurz eine Rhythmusübung machen. Ich klatsche, wär schlimm-bessern. Und jetzt ihr einmal laut nachsprechen, auch wenn Leute gucken. Ist egal, ihr lernt gerade. Sehr gut. Und jetzt noch ein Alltagsbeispiel. Stell dir vor, du kommst nach Hause, alles sturmfrei, du machst laute Musik und plötzlich hast du einen Ohrwurm. Später bist du hungrig, denkst aber, Pizza um Mitternacht? Nee, das ist eine Schnapsidee. Oder noch eins, du siehst im Fernsehen eine peinliche Szene und bekommst sofort Fremdscham. Dann atmest du durch und sagst, okay, ich brauch Fingerspitzengefühl, wenn ich darüber spreche. Zack, 3 Wörter direkt geübt. Wenn ihr Sprechen übt, nutzt kleine Formeln. Das ist ein Kuddelmuddel hier. Oder, das war leider eine Verschlimmbesserung. Mit solchen Sätzen trainiert ihr Grammatik und Humor zusammen. Und wenn mal was schief geht, nehmt es leicht. Sagt einfach, war eine Schnapsidee. Oder, sorry, Ohrwurm, ich musste singen. Die Leute lachen, und ihr seid sympathisch. Bevor wir zum Ende kommen, kurze Mitmachfrage an euch. Welches deutsche Wort findet ihr am lustigsten und warum? Habt ihr mal Kummerspeck oder Drachenfutter in einer echten Situation benutzt und was ist passiert? Schreibt uns eure Beispiele sehr gern in die Kommentare. Sagt auch, wo ihr wohnt, damit wir hören, welche Wörter regional anders klingen. Das ist immer super spannend. Zum Schluss noch ein Mini-Recap. Lustige Wörter heute waren Kummerspeck, Schnapsidee, Kuddelmuddel, Tohuwabohu, Ohrwurm, Fremdschämen, Drachenfutter, Sturmfrei, Feierabend, Weltschmerz und Fernweh. Achtet auf Register bei Alter und auf die Aussprache bei Technik. Wenn euch das Spaß gemacht hat, gebt uns gern ein Like und abonniert den Kanal. So verpasst ihr die nächste Folge nicht, und wir üben weiter zusammen, locker und mit Humor. Danke fürs Zuhören, Leute. Macht euch einen schönen Feierabend und wenn möglich, ohne Schnapsideen heute Nacht. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann, bleibt neugierig und freundlich mit eurer Sprache. Und ja, ein bisschen Kummerspeck ist auch nur ein Wort, kein Drama. Tschüss.